Da war Andrews Double, Abraham. Der wollte eigentlich gegen Mary aussagen, aber der liebe Andrew hat's ihm ausgeredet. Ein kluger Schachzug. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren Wie geschehen geht's? ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber Tja, ich fühle mich die als Teil einzige des Teams. Erklärung dafür macht keinen Finde Sinn. ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich hab heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Neckisch, wir brauchen einen Helden. Die Lage ist ernst. Ich glaube eher, dass die Lage ernst Wir ist. sitzen hier ernsthaft in der Scheiße. Klar, weiß ich. Ich raff den Ernst der Lage. Wir werden das überstehen. Ganz sicher. Danke. Bin grad einfach so nervös. Wir sollten los. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Ach du Scheiße. Geh weg! Oh Mann. Wer hätte das jetzt gedacht? Taylor! Die war doch gerade noch da. Taylor! Geräusch folgen, Bewegung folgen. Wir folgen der Bewegung, oder? Taylor, halt durch! Oh nee, das war die. Fuck! Verdammtes Scheißreh! Oh Gott, wir haben's verkackt, oder? Hallo? Weg mit dir, du Stinkstiefel. Hör auf! Das ist mein Fuß! Den liebe ich! Halt dich fest! Und lass mich auf keinen Na Fall toll! los! Wollt ihr die jetzt zerreißen oder was? Nichts, wir weg hier! Hilf mir! Hilf mir! Lass nicht los! Ich lass nicht los! Und doch lässt du los, du Idiot! Oh, was? Ich hab's nicht geschafft? Oh, scheiße, Alter. Aggressiv? Unschlüssig? Hinterlistig? Ach du Kacke, ey. Taylor! Nein! Taylor kann nicht tot sein. Scheiße, Mann. Wir müssen weg von hier. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Das glaube ich doch nicht, oder? Die hätte man gar nicht retten können, oder? Weil da muss man erst die Schlüsselpunkte freischalten. Oder wie ist das? Alter. Hätte ich eine andere Entscheidung treffen müssen? Taylor, ich kann's nicht glauben. Ich glaub's nicht. Da ist was. Ein Rizzi-Razzi?
Ich höre das Vieh im Hintergrund. Was aber hier? Taylor kann nicht tot sein. Frustriert, ich bin ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Hätte sie retten können. Sie mochte dich offensichtlich sehr. Nachdenklich, wir haben unsere Chance verpasst, wir müssen Mary stoppen. Nee. Irgendwie müssen wir das Mädchen stoppen. Eine Chance dazu ist uns schon entgangen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht? Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los, sehen wir uns um. Natürlich lügt Mary, aber ein Auftrag vom Pastor, das ist ein Unterschied. Der Pastor zwingt die irgendwie dazu. Okay, hier ist nichts, oder? Doch, da ist der Postkarte, ne? Na gut. Was? Verderbliche Visionen? Bürgermeister begrüßt Grundstückverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließung. Da haben wir was. Stimmt für Carver als Bürgermeister 666. Der Wohlstand in der Zukunft. Samuel Carver. Ja, sag doch. Der Priester ist es. Ist hier noch was? Nein. Schaut mal! Hey! Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Oh, Herr Leder. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut.
Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglückt. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen, doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Aggressiv, das Kind ist schuldig, ich verstehe dich. Das Kind ist nicht Das schuldig. ist schwer. Na klar. Wäre es für jeden. Mary ist nur ein Kind. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope Erspar uns obwaltet. die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergebt mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig. Das war doch die ganze Zeit das Ziel vom Pastor. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrews Double gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Und was passiert jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Ich verstehe es nicht. Es war, wie er gesagt hat. Es war, wie er gesagt hat. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht zu Haus hier. Sind wir noch erstmal drin? Das ist ein elender kleiner Schisser, ne? Das muss ich schon mal sagen. Was? Untersuchen? Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Vielleicht gibt's einen Ausgang. Im Erdgeschoss. Ja, vielleicht, aber ich will mich hier umsehen. Da hängt doch, glaube ich, auch noch was. In Gedenken an James Clark, 1929 bis 1972, schmerzlich vermisst von vielen Freunden und Kollegen. Das war der Pfarrer, ne? Ja klar, vom Alter her. Da kann man doch rein, oder? Was? Leck mich am Arsch. Herr Vincent Barnes. 15 Mayflower Avenue, Little Hope. Was haben wir denn hier? Darum 8. Mai 1972. Sehr geehrter Herr Barnes, betreff Abmahnung nach unserer Disziplinbesprechung
das ist nicht normales Disziplinarbesprechung, schreibe ich Ihnen hinsichtlich Ihrer Anwesenheit und Ihres Verhaltens. Die Geschäftsleitung hat sich sehr bemüht, Ihren schwierigen Umständen und Ihre Verletzungen entgegenzukommen und Ihre wiederholten Abwesenheiten toleriert. Da die Warnungen bezüglich Ihrer Abwesenheit, Ihrer Verspätung und der Arbeit unter den Einfluss vom Betäubungsmittel stetig ignoriert wurden, sehen wir uns gezwungen, eine formelle schriftliche Abmahnung auszustellen. Eine Wiederholung dieses Verhaltens oder ein anderes Fehlverhalten innerhalb der nächsten 12 Monate wird zu Ihrer Entlassung führen. Sie müssen den Erhalt des Briefes bestätigen und unterzeichnen Sie ihn und bringen Sie innerhalb von 7 Tagen ins Büro des Vorarbeiters und natürlich vor der Mama unterschreiben lassen. Ja, das ist sein Alkoholkonsum gewesen, den da die Probleme beschert hat. Komm mal her. Das musst du sehen. Das ist echt krass. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Mach das Netz Willst du kaputt? echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Die Du Monster meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Ist da auch noch was? Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab's einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Aber Okay, da geht's rein. Die sind Und so da alt hinten wie ist wir. auch was. so wie es aussieht. East County Commission. Fabrikschließung. Die Fabrik wurde aufgrund der Liquidation von Little Hope Textiles geschlossen. Aufgrund mehrerer Vorfälle seit der Schließung ist der Zutritt zur Fabrik untersagt. Versuche, das Gelände zu betreten, werden als kriminelle Verstoße geahndet. Ehemalige Mitarbeiter, die ihr Eigentum zurückhaben möchten, können uns unter 555-6686 kontaktieren. Da kann ich nicht raus. Gut, dann schauen wir sich hier mal um. Jetzt finden wir mal wenigstens mal ein bisschen was. Das. Was war jetzt? Was sind der Verzugungen? Okay, nochmal aufheben. Hallo? Achso, das war die Rückseite bloß. Datiert 8. August 1973. Schließung der Fabrik in Little Hope. Der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen wird die Stadt zugrunde richten. Beinahe 600 Arbeitsplätze werden in Little Hope verloren gehen, wenn der Revenant Textilfabrik im September ihre Tore an der Harvard Road schließen wird. Von den Entlassungen sind sowohl Beschäftigte in der Hauptfabrik als auch in den Nebenbetrieben der Stadt betroffen. Die Entscheidungen wurden am Dienstag von Hazel Carver bekannt gegeben, einer Geschäftsführerin des Familienunternehmens, das seit über 160 Jahren der Hauptarbeitgeber der Stadt ist. Es war eine traurige Entscheidung für uns. Wir betrachten die Arbeiter in der Fabrik als einen Teil unserer erweiterten Familie und wir wissen, wie viel Revenant für sie bedeuten. Aber wir können das Geschäft nicht mehr weiterführen. Unleserlich. Gespräch mit der Familie Carver erklärte McCady
Aber während die Töchter empfänglich für die Ideen der Gewerkschaft sind, um die Fabrik zu retten, wurden sie vom Bürgermeister Carver stets abgelehnt. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Familie und ihr Unternehmen und unseren Lebensunterhalt zu retten. Aber anscheinend will der Bürgermeister keine Partner. Ein weiteres Gewerkschaftsmitglied, das anonym bleiben möchte, brachte seine bittere Meinung zum Ausdruck: Es geht nur ums Land. Die Stadt gehört schon seit Generationen den Carvers. Wenn sie aus dem Land keinen Profit schlagen können, drehen sie die Hähne zu. Da die Fabrik die Haupteinnahmequelle der meisten Familien der Stadt ist, machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Die Schließung der Fabrik wird die Stadt zugrunde richten, teilte ein Fabrikarbeiter den Herold mit. Wir haben einen Busfahrer gesucht. Aha, volle Ausbildung, Gewährleistung, alles klar. Ist hier noch was? Da hinten vielleicht? Da geht's auch noch rein, oder? Na doch schon. Da haben wir den Richter. Und hier? Simlip Norwich. Aha. Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehentlich der Vorfälle in Little Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesem Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Cavans Lehen wichen von wahren Glauben und Förmlichkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Sag ich doch. Nachforschungen sollten hinsichtlich seiner frühen Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um die Geschehnissen der letzten Jahre samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Sag ich doch. Das haben wir ja, ne? Und ich glaube, die können ja immer bloß agieren auf das, was die gefunden haben, oder? Okay. Was ist dann deine Theorie? Wir sind tot. Das habe ich zu Taylor gesagt. Wir sind alle tot. Was ist da passiert? Dann Hat sie ihn Leserlich sitzen und Vince. Soll vermutlich Tanja und Vince heißen. Ist hier noch was? Oh weh, hört das Vieh schon wieder. Wir werden mal ganz kurz was gucken. Der hat noch 2 Sperren drin, ne? Arrogant und ängstlich. Hier haben wir ein bisschen was gefunden. Mal kurz alles markieren, was wir hier schon haben. Update oder sowas gibt es anscheinend nicht. Okay, haben wir alles, ne? Aber da fehlen noch so viele. Aus Richtungen haben wir noch Team Taylor. Ja, leider Gottes ist die gestorben. Taylor wurde von einem Dämon das Rückgrat gebrochen, nachdem sie über eine Mauer gezerrt wurde. Oh Mann. Vielleicht hätte man es wirklich nur retten können. Vielleicht hätte ich da Hit auswählen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Joseph riet Abraham, gegen Mary auszusagen. Das kommt mir manchmal hier so durcheinander vor.
Bin davon fest überzeugt, dass sie auch wirklich ein Opfer ist. Also das ist teilweise so durcheinander. Okay. Hörst du das? Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Warum? Sind wir doch nicht erstmal sicher oder so? Da liegt noch was. Oh, ich höre es grunzen. Das kann er verkehrt rumlesen, ja? Nee. Datiert 21. Januar 1972, tragischer Brand durch Kinderspielzeug ausgelöst. Der Auslöser eines schrecklichen Brandes eines Wohnhauses in Little Hope, also vermutlich von ganz am Anfang, an diesem Wochenende könnte ein Kinderspielzeug gewesen sein. Leutnant David Farr von der Freiwilligen Feuerwehr Little Hope teilte den Herald mit, dass der Gasherd in der Küche angelassen und eine Kinderpuppe daneben platziert wurde. Er glaubt, dass die Puppe Feuer fing und von Herd fiel und dadurch die Küche in Brand setzte. Ja, da sind die Fliesen gebrannt, toll. Der Feuer forderte 5 Tote unter der Familie Clark. Ein Überlebender, Anthony Clark 18, wurde von der Polizei nach Verhaftung wegen Verdachts der Brandstiftung befragt. Die Ermittlungen in Bezug auf das Feuer schienen den jungen Mann aber zu entlasten und er wird heute entlassen. Der Pastor der Familie, Reverend Leonard Carson von der Bischofskirche St. David, meinte, das Feuer sei eine Tragödie gewesen. Es ist schrecklich, wenn eine Familie auf diese Weise dezimiert wird. Sie hatte es so in letzter Zeit nicht leicht, wie so viele andere Familien auch, aber es war eine gute Idee, gute, hartnäckig, hart arbeitende und liebevolle Familie und ich habe ihr während ihrer Schwierigkeiten beigestanden. Das ist eine Tragödie und hätte nicht zu enden sollen. Bis dato wurde noch kein Termin für das Begräbnis festgelegt. Sowohl die Feuerwehr als auch das Büro des Bürgermeisters loben die Schnelligkeit der Polizeibeamten, die als erstes am Schauplatz eintrafen und verhinderten konnten, dass der Brand sein 6. Opfer forderte. Durch das schnelle Denken der Beamten Reynolds und Hoffmans konnte ein weiterer Tod verhindert werden, empfiehlt der Bürgermeister den beiden Männern für die Auszeichnung. Na, die haben da Andrew gerettet, ne? So wie es ausschaut. Okay. Da geht's weiter. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Na klasse. Oh shit! Ah! Hey, da war doch nur die Kiste im Weg, oder? Hey, alles gut bei dir? Nein, jetzt nicht mehr. Oh, Scheiße. Wir greifen an, oder? Gleich hat es dich! Was zur Hölle bist du? Mach mal was Vernünftiges. Greif zu! Nicht ihm. Mann. Was hast du gegessen, Alter? Du bist schwer. Ich muss hier raus. Los! Lauft! Was macht er denn jetzt?
Oh, ciao, Daniel. Eins in die Fresse rein. Daniel, bist du da unten? Daniel? Wir haben's überlebt. Wir haben's überlebt. Los jetzt, bevor noch was passiert. Daniel, bist du da? Shit. Siehst du Daniel? Nein. Ist noch nicht da. Okay, gehen wir weiter. Daniel geht's sicher gut. Holt uns bald ein. Okay, wir steuern wir. Natürlich macht er das dort so und wir können dann mal zurück. Aber was war da jetzt gerade? Schau an, die hat noch spärrig zu. Und was haben wir hier noch gefunden? Ein Zeitungsausschnitt. Und das Bild. Und es sind immer noch sehr viele da. Hält von nebenan. Daniel drängte Andrew, die Metallstange loszulassen und zu gehen, weshalb er in Fabrikkeller auf sich gestellt war. Okay, das haben wir sogar irgendwie hingebracht. Oder bloß nicht wie. Aber es fehlen noch jede Menge Beweise Alles gut? oder Geheimnisse. Daniel, bitte antworte! Was ist hier? Daniel? Wo bist du? Andrew! Hey! Leute! Bin hier oben! Mann, schön euch zu sehen. Immerhin sieht jetzt noch jemand aus wie frisch aus dem Sumpf. Da ist er doch. Naja, natürlich ist er auch da. Was war jetzt das? Hat sich da vorbeamt oder was? Durch den Nebel kannst auch nicht mehr zurück, ne? Hat jemand von euch Mary gesehen? Noch nicht. Jetzt wollte ich gerade fragen, wer ist denn Mary, aber das ist das Kind. Okay, aber ein Geheimnis. Im Kofferraum liegt eine Leiche. Brennen in der Hölle. Nett. Ich versuche das zu vergessen. Was? Entlassen. Herr Clark wurde gestern aus dem Polizeidienststelle Little Hope entlassen. Ein Strich wurde unter den tragischen Fall des Wohnungshausbrandes der Familie Clark gezogen. Schaulustige beobachten, wie Anthony Clark, der einzige Überlebende des Feuers, das Polizeigebäude verlassen durfte. Donnerstagnachmittag ein Schaulustiger zur Simulation. Der arme Kerl, wahrscheinlich macht er gerade die Hölle durch. Der Herald fordert Herrn Clark zu einem Kommentar auf, aber er gab Clark die Schuld am Feuer, welcher eine Schachtel Streichhölzer in der Hand hielt, als er am Schauplatz gefunden wurde. Beim Verlassen der Polizeidienststelle Little Hope konnte man hören, wie Passanten Clark zurufen, es sollte in der Hölle brennen. Ja, er hat ja bloß die Kanne da angemacht, also
Das Wasser erhitzt. Hat er den Brand nicht gelegt? Wo sind wir hergekommen? Da, ne? Da ist er hergekommen. Dann müssen wir da lang. Was ist das? Mary? Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich euch. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Werken? Was ist das für eine Folter, ey? Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und schuld ist die Satans Brut. Mary. Wir müssen das stoppen. Mary konfrontieren. Joseph helfen. Mir helfen Joseph. Kommt schon! Schieb's doch runter. Seht! Nun besteht kein Zweifel mehr. Dies ist Hexerei. Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm. Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab. Okay, war vielleicht doch eine blöde Idee. Entschuldige. Es ist aus. Wir entkommen diesem Albtraum nicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zeit für was? John, was machst du da? Vor diesem Biest laufe ich nicht mehr weg. Du weißt, was Taylor passiert ist. Mir soll das nicht passieren. Bist du verrückt? Wir müssen weg! Ich warte nicht auf dich. Beeil dich. Komm. John, beeil dich! Das sind zwei? Komm her, du Biest, trau dich! Mitten in die Fresse rein. Komm. Ich hab drückt! Ich hab drückt! Ist sie losgekommen? Ich hab drückt! Oh Mann. Es wird böse ausgehen. Tut das weh, Drecksvieh?
Helfen, komm. Haben wir es gerettet? Oh Gott, jetzt ist es auf einmal schnell. Geht nicht auf! Weicher. Es gibt keine Ruhe. Los, Friss den Schuh, du Scheißvieh. Los, hier rein! Ja, wo soll denn sonst hin? Oh Mann, ey. Wir müssen weg! Los jetzt! Hilf mir! Andrew! Andrew! Ich brauch dich hier! Oh, ich muss ihn drücken! Ganz ruhig. Ist es weg? Ich sehe es nicht mehr. Wir müssen hier rausfinden, bevor das Biest reinfindet. Sieht aus, als wäre es abgebrannt. Hier stimmt was nicht. Ja und? Das kennen wir doch schon. Hausruine. Da liegt auf jeden Fall was. Das ist aber das House of Ashes. Okay, wir gehen nochmal zurück, weil... Was? Öffnen? Was ist denn jetzt? Kurs aktualisiert? Okay, die ist zu. Alles klar. Wollte bloß sicher gehen. Sie beachten mich gar nicht. Ist ihnen egal. Ja, das stimmt. Keiner hat sie beachtet. Was ist hier? Soll hier sein? Ist da links jemand? Nee, ist Pfosten, oder? Oh oh. Ja gut, er braucht noch eine Stunde, oder? Okay, warte mal. Das haben wir gesehen. Da ist noch was. Brief von Robin Carson, September 71. Robin Leonard Carson, St. David Church, 9. September 1971. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Brief über Megan. Ich verstehe deine Besorgnis und versichere dir, dass das rebellische Benehmen deiner Tochter nichts Ungewöhnliches ist. Ich habe Eltern mit ähnlichen Problemen geholfen und würde mich freuen, bei Megans moralischer Führung zu helfen. Im Brief an Hebräer 12,11 steht, dass dir die Züchtigung zwar für den Augenblick nicht Freude, sondern Schmerz zu bringen scheint, später aber schenke sie denen, die durch ihre Schule gegangen sind, als Frucht und Frieden und für die Gerechtigkeit. Bitte suche mich nach dem Gottesdienst am Sonntag auf,
damit wir einen Termin für eine persönliche Unterweisung vereinbaren können. Reverend Carson. Da war nochmal irgendwie was im Raum. Hier. Ein Schlüssel. Untersuchen. Da ist ein Schlüssel. Kann man den nehmen oder was? Nee, ne? Wieso kann ich den Schlüssel nicht nehmen? Ist doch bestimmt für irgendwas. Seltsam. Also wenn da das Monster nicht reinkommt, ne, da ist alles mögliche. Da auf der anderen Seite ist ein Buch. Da gehen wir natürlich hin. Ne, hallo. Nee, da oben geht's weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Ich hole mir erst das Buch und alles, das haben wir gesehen. Da ist die Schaukel. Da ist auch noch was. James und Anne. Anne. Das müsst ihr euch anschauen. Angel und ich verheiratet? Das macht immer weniger Sinn. Und da haben wir ein Buch. Was ist die moderne Anleitung für erfolgreiche Eltern? Dr. Andreas Vogel. Oh, man kann es aufklappen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Eltern, die mit ihren eigenen Kinderstube unzufrieden waren, können über Kompromiss kommunizieren. Sie möchten vielleicht nicht, dass es sich ihre Gefühle für die Eltern und ihren Kindern widerspiegeln. Solche Eltern sehen sich danach, mit ihrem Nachwuchs Freundschaft zu schließen. Deshalb akzeptieren sie Theorien, die besagen, Liebe sei die Lösung für Konflikte. Das lässt sie glauben, dass Wut oder Bestrafungen fehl am Platz sind, wenn sie ihre Kinder daneben benehmen und sie stattdessen sogar noch mehr Liebe zur Schau stellen sollten. Ein Kind auf diese Weise zu verhöhnen, hat jedoch böse Konsequenzen. Kinder werden fordernd und unliebsam. Die Eltern unterdrücken ihre Wut auf das Benehmen des Kindes, ihre Frust brodelt jedoch mit ihnen, bis sie überkochen und die Kinder verängstigen und verwirren. Die Eltern fühlen sich schuldig und wissen keinen Rat mehr, was das schlechte Benehmen nur noch mehr unterstützt. Das Problem liegt bei den Eltern, die versuchen immer noch geduldig zu sein, wenn der Geduldsfaden bereits zum Zerreißen gespannt ist und das Kind auf den richtigen Pfad geführt werden muss. Sie sind unentschlossen oder nicht entschieden genug, wenn Härte gefordert wird. Wenn es von niemandem angeleitet wird, wird das Kind sein Benehmen weiter verschlimmern, bis die Provokationen so schlimm sind, dass die Eltern explodieren. Ein Ausbruch stellt den Frieden vorübergehend wieder her, aber auch das danach ist gefährlich. Eltern, die sich schuldig fühlen, weil sie sich nicht im Griff hatten, vergessen ihrem Kind Zeit zu geben, um ihre Strafe zu ertragen. Stattdessen versuchen sie, die Korrektur rückgängig zu machen, indem sie die Strafe mildern. Disziplin erfordern Konsequenzen. Beide Elternteile dürfen angesichts ihrer rebellischen Kinder nicht zurückweichen und die Strafe muss durchgezogen werden. Sollten die Entschlossenheit ihres Elternteils schwinden, sei es aus Faulheit oder Schuldgefühl, öffnet dies eine Schwachstelle, die von einem schlimmeren Kind ausgenutzt werden kann. Grenzen setzen. Eltern müssen Grenzen setzen und Kinder bevorzugen strenge Eltern sogar in der Tat, sofern diese auch gerecht sind. Das ist eine wichtige Übung, um mit anderen Personen auszukommen. Ohne sie glaubt das Kind, dass die Welt seinen Wünschen und seinen Wutanfällen entgegenkommt. Kindern, die auf diese Weise verhöhnt wurden, sind häufig schockiert von der echten Welt und können in einer Umgebung, die ihre Laune nicht tolerieren, nicht klarkommen. Sie sind unbeliebt und lernen auf die harte Tour, wie man sich im Umgang mit anderen benimmt. Es gibt nur zweite Säule. Eltern müssen aktive Grenzen setzen
Ein störrisches Kind kann zur Folgsamkeit gezwungen werden, sei es, indem man ihm das Zeichen verbietet oder es dazu zwingt, den Fernseher abzuschalten. Ausgeglichene Eltern sind in der Lage, ihre Kindern die Stirn bieten und dennoch eine freundschaftliche Beziehung beizuhalten. Zeigen sie Stärke, wenn sie angeschrien werden oder das Kind sich weigert zu gehorchen. Mit der Zeit wird es die Grenzen des akzeptablen Benehmens lernen. Schlechtes Benehmen. Ein Kind auf den Weg ins Erwachsenenalter wird sich fast zwangsläufig schlechte Gewohnheiten aneignen, verwendet unflätige Worte, lässt die Schnürsenkel offen und erscheint verspätet und mit schmutzigen Händen zum Abendessen. Vieles kann passieren. Es sieht anderen Verhaltensmuster bei anderen Kindern seines Alters, nimmt diese an und will seine Unabhängigkeit behaupten. Ihm macht dieses Benehmen nichts aus. Eltern glauben, das Kind hat alles vergessen, das sie ihm beigebracht haben. Das stimmt aber nicht. Es kennt den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Benehmen, sonst würde es nicht dagegen rebellieren. Eltern sollten wissen, dass dies ein ganz normales Zeichen des Erwachsenwerdens ist. Wut ist bei Kindern gang und gäbe. Eltern sollten dies zur Kenntnis nehmen, ohne schlechtes Benehmen zu entschuldigen. Ein Kind muss den Unterschied zwischen ablehnenden Gefühlen und ablehnenden Handlungen kennen. Die Basis ausgeglichenen Verhaltens ist die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen und zu entscheiden, wie man auf sie reagiert. Manche Jungen zeigen ihr rebellisches Wesen vielleicht nicht offen, wenn Mädchen seltener schlechtes Benehmen an den Tag legen als Jungen. Aufmerksame Eltern können eine Veränderung der Gesinnung feststellen. Sie können... Und weiter geht's nicht. Und wahrscheinlich bloß noch zurückblättern. Vielleicht gibt es davon noch eine? Nein, das war's. Ja. Wir sollten ja nicht das ganze Buch lesen. Oh oh. Können wir jetzt gehen? Wir haben ziemlich viel noch gefunden hier. Bevor ich jetzt da hochgehe. Wo war das überhaupt? Hier war das, ne? Da hinten kann ich nicht rein, ne? Nee, da geht er nicht hin. Würde ich nämlich gern noch mal ganz kurz gucken hier. Ein Bild haben wir nicht. Okay. Der ist ängstlich. Hier haben wir noch ein bisschen was gefunden. Was? Die Überreste an der alten Bodenstanduhr im Inneren verbirgt sich ein alter Schlüssel. War das der Schlüssel vom Bad vielleicht, wo wir die Mutter ganz am Anfang eingesperrt haben? Bin mir noch nicht ganz sicher. So, wir haben hier alles, Kursrichtungen. Was haben wir hier noch? Das ist, finde ich, immer so durcheinander, bis du die richtige Stelle gefunden hast. Eins ist da noch offen, ne? Hallo und willkommen zurück. A pocket full of posies. Spielt mit! Auf Wiedersehen. Vielleicht woanders.